Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute wieder mit einem Datteltäter-Video. Ich meine, das kam mir gut an und ich habe es eigentlich auch gefeiert. Diesmal nicht mit Anime, sondern mit Nickelodeon und Co., also Kindheitsfiguren. Eins sagt ja auch der Name, sagen mir, welche Kindheitsfiguren ich spreche. Featuring Malwanne und Pocket Hazel. Okay. Muss ehrlich sagen, Malwanne, früher hatte ich da vielleicht einen kleinen Crush drauf, ne? Aber das lassen wir einfach mal so stehen. Ja, ich bin sehr gespannt, was wir da für Charaktere hören. Ich habe auch gesehen, es gibt auch einen zweiten Teil, werden wir uns dann wahrscheinlich auch reinziehen. Hängt natürlich dran, wie das Video jetzt wird. Was wir jetzt angucken, wie die Reaction ist, ist relativ. Ja. Und gleich auch vorab, ne, es wird mehr so auch mal ein bisschen was anderes kommen als nur diese Musik-Reactions, worauf ich eigentlich ja diesen Kanal eigentlich irgendwie aufbaue oder aufgebaut habe. Wird natürlich immer so der meiste Teil sein, aber ich glaube, da werde ich auch nochmal ein Video zu machen, was ich eigentlich mit dem Kanal nochmal vorhab. Ja, jetzt sind wir aber hier bei Nickelodeon und Co. Die Kindheitsfiguren. Wir gehen rein. Let's. Ja! Oh shit, ey. Ja? Das ist meine Mama. Hast du das schon erzählt? Folgt mir mal ganz kurz in die Richtung beide. Lange. Okay, Hussein. Hussein kennen wir und den Mann kennen wir. Hast du das schon erzählt? Folgt mir mal ganz kurz in die Richtung beide. Also Hussein, den habe ich öfter schon gesehen auf TikTok. Ist auch ein cooler Dude. Der hat auch gut abgerissen. Hazel sagt mir nichts. Lange ist es her. Sehr lange. Da haben wir ein Pärchen gespielt, oder? Richtig, da haben wir ein Pärchen gespielt, das ist schon lange her. Ich glaube, es ist Synchro. Momo. Genau, Momo hieß er. Momo hat gefühlt auch so wie im ersten, auf meine erste Reaction von Datteltäter mit den Anime-Figuren. Der hat auch so ein krasses Wissen. Der war ja auch der, wie hieß der Mann denn nochmal? Der eine Dude auf jeden Fall. Aus dem Anime-Dingens, der gefühlt seit Kindheit nur vorm Fernseher saß. Und Momo ist ja genauso. Bin ich sehr gespannt, wie der hier abreisen wird. Deria, Bock auf okay. Synchro? Ja, Ich hoffe, Deria ist richtig ausgesprochen. Ja. Warum sage ich Deria? Ja. Ich hoffe, dass ich die Namen an hinbekomme. deine Kindheit Wenn nicht, so tut's mir leid. denkst. Kindheit, ja. Ich habe nur Medien konsumiert. Meine Eltern haben mich mit dem Fernseher erzogen. Was hast du am liebsten geguckt? Teletubbies. Direkt. Alle Barbie-Filme, SpongeBob. Zoe 101, Drake und Josh, 100%. iCarly. Bin ich ganz bei. Also diese ganzen Nickelodeon-Sachen. Wer das nie vergessen, SpongeBob damals, immer diese Marathons am Wochenende, die habe ich mir so durchgehasselt da gefühlt. Ja, Als aber kleiner auch nicht. Dude. Alles. Warst du schon mal bei Synchro? Nein. Dann wird es heute das erste Mal sein für dich. Und zwar haben wir uns heute konzentriert auf Nickelodeon. Ja. Nickelodeon Voll geil, und ey. Togo. Ey, Walla, da Togo? Togo, Bruder. Togo. nicht. Das kam nicht. Okay. Ich sterbe, wenn heute jemand von Avatar kommt. Ich mein's ernst. Wir haben heute 7 Personen da. Ich errate sie alle. Alle, safe. 100%. 100%. Gar kein Zweifel. Gar kein Zweifel. So weit will ich mich nicht aus dem Fenster legen. Ich sag, wenn ich 4 hinkriege, bin ich gut. Gib mir die Kopfhörer. Let's go! Oh, Leute. Aber warum fehlt dort eine Person? Mal gucken, warum. Okay. Hey, Augen zu mir. Wisst ihr, das war so. Ich habe als unterschätztes Helferlein angefangen, wobei ich versucht habe, die bescheuerten Pläne anderer erfolgreich umzusetzen. Aber mit Hilfe eines durch die Zeit reisenden Affengötzen habe ich gewissermaßen meine Zeitreisender Affengötze. Na gut, da ist schon die erste Person, die ich glaube ich nicht im Kopf habe, ey. Solo-Karriere gestartet. Und es hat funktioniert. Daher gehört die Welt jetzt mir. Und ihr dürft nur darauf leben. Zurück an die Arbeit. Ich kenne doch sie. Nickelodeon?
Also die erste, die mir jetzt gerade mit diesen Lachen und das Ende in den Kopf geschossen kam, war diese eine Bösewicht-Frau, wie nennt man das eigentlich? Diese Frauenversion von Bösewicht. Die mit den Minions. Die ist mir in den Kopf geschossen, aber Nickelodeon oder der Togo? Boah, ich weiß es nicht. Dann sag. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich errate sie alle. Ja, Ich das bin ist auf super jeden Fall geklappt. davon überzeugt, dass ich die Stimme sehr gut kenne. Also die Stimme ist so bekannt, dass ich sie schon 100-mal gehört habe. Ich auch. Ich glaube, dass sie tatsächlich ganz viele Rollen spielt. Ich dachte kurz Shigo, aber Warum dachtest du das? also es hat sich angehört wie eine Antagonistin so und Shigo ist auch so ein Bösewicht. Dieses Zurück an die Arbeit. Shigo? Das hat irgendwie was ausgelöst. Shigo? Wollt ihr eine zweite Line? Sehr gern. Ja? Ihr seid in seine Maschine geraten und ihr seid vertauscht worden? Oh, das ist ja einfach unbezahlbar. Los, sag du auch mal was. Na komm schon. Warte. Nein! Also, mir kommt auf jeden Fall der Satz bekannt vor. Aber. Bro! Stimmtechnisch? Es ist doch nicht wahr. Es kann doch nicht sein. Ich komme nicht drauf. Ich rate jeden durch gerade, wirklich jede Zeichentrickfigur, die ich kenne, aber it's nothing is working here, you know? Also diese Figur hat schwarze Haare. Jetzt ist es Kim Possible hier. Ist es Real Talk Shigo? Oh Mann, ist das lange her, ey. Shigo war Shigo. auch damals. Jeder. Also, entweder Kim Possible oder Shigo. So, und es war immer Shigo. Ist das Shigo? Es ist Shigo war immer es ist Crush. Shigo! Is it Shigo? Shigo, das ist Shigo! Ich bin mir 100% sicher. Was sagt deine Partnerin? Partnerin? Partner, wenn du das sagst. Schneidet es einfach so, als ob Ja, ich ja, sofort Shigo sage. Also, Kommt nicht nochmal, wo die alle irgendwie nochmal sagen, wer die überhaupt sind und so? Achso, das kommt am Ende. Ah, genau, das hatten die ja geändert. Ah. Ja, aber Shigo, bin ich ganz ehrlich, kann auch sein, weil ich es einfach zu lange nicht gesehen habe. Natürlich auch schon ein bisschen her, die ganze Synchro davon. Die wäre mir niemals im Leben im Kopf gekommen. Niemals. Ich weiß warum. Ich möchte eine echte Fee werden. Erfolgreich, blendend schön, wahnsinnig mächtig und von allen bewundert. Natürlich will ich auch haufenweise Gutes tun. Ich will zum Beispiel Menschen glücklich machen und zerstrittene Liebende wieder zusammenbringen. Allen voran meine Eltern. Okay, das ist ein Tipp. Meine Eltern sind getrennt, okay. Eine Fee. Sie will eine Fee werden, oder ist sie vielleicht schon eine Fee? Junge, also ich glaube, ich bin nicht ganz falsch. Hä? Also, das ist ja das Schlimme, muss man ja sagen, dass die meisten davon wahrscheinlich halt, also dass die Stimmen wahrscheinlich von den meisten ein bisschen tiefer klingen, als sie damals geklungen haben. Würde ich jetzt mal so behaupten. Also war jetzt gerade bei Shigo so. Ihr? Eine Fee? Geschiedene Eltern. Togo oder Nickelodeon? Boah, was gibt's denn da mit Feen? Feen waren Wings? Habe ich, wenn dann überhaupt mal geguckt? Ja. Wenn Elfen helfen, aber gut, das sind Elfen, das ist wieder was ganz anderes. Boah, gar nichts im Kopf. Also bei mir direkt mit Feen, okay, Wings, aber boah, ist auch schon Ewigkeiten her, dass ich das Sie will die gesehen habe. Stärkste werden? Also bei Feen habe ich gerade an Wings Club gedacht. Es ist ja ein Wings. Es ist doch Wings? Krass. Aber ist es wirklich die Haupt... Doch, stimmt, das müsste die orangehaarige sein, Das glaube hat ich, ne? geknackt. Ich habe auch an Wings gedacht, aber wer soll es sein? Wer hat getrennte Eltern? Scheidungskind? Ich weiß nicht. Da gibt es so eine rothaarige. Ich könnte jetzt ihren Namen nicht sagen. Ja, die Hauptdarstellerin. Wie heißen die? Blue? Haupt... Blue.
Dingens. Stella. Stella habe ich geliebt, ja. Bei mir. Da gibt's doch eine. Stella war eine Augenweide, muss man sagen, aber ich fand die Orangen, von der Art her fand ich die Orangen, glaube ich, am besten. Blonde. Es könnte auch die Blonde sein. Wir sind die Heldinnen der Galaxie. Dass wir die Wassersterne aus dem Goldenen Königreich geholt haben, ist wirklich gigantisch. Beim ersten Satz habe ich... Wahnsinn, also ich finde es immer noch krass, so, ne, dieses zu hören, wie die das machen einfach. Auch, dass die dieses Lachen halt so durchbringen. Flora gedacht. Ich erinnere mich nicht. Stimmt, Flora gab's ja auch noch. Oh. Also es gab Orange, Gelb, ja, diese braunhaarige, dann diese dunkelhaarige, meine ich. Also diese wirklich schwarz. Mit diesen kurzen Haaren. Ich bin ganz anders hier gerade. Wie viele waren denn das? 4 oder 5? Alter Lachs, ey. Da muss ich aber wirklich sagen, Wings habe ich damals so viel geguckt halt, weil das immer zu der Zeit lief, wo ich so am Fernseher war gefühlt. Oder irgendwie so eine Übergangsserie war von der einen geilen Serie zu der anderen geilen. Aber der Soundtrack war auch mies geil. Dass die so krass Ich weiß nicht, wer das war. Weißt du? Ja. Ich nehme die mit den blonden Haaren. Stella? Shop mit Stella. Oh, eine männliche Stimme. Da muss ich wirklich sagen, es ist scheiße da gemacht, dass du halt nicht direkt erfährst, wer ist. Weil hast Stella so krass drauf? Ich hatte die irgendwie so ein bisschen eingebildet im Kopf. Aber gut. Bin gespannt. Hi. Hallo. Hallo. Ein typischer Samstagnachmittag. Oh, typisch Andy. Ohne viel reden. Typisch Andy. Andy. Typisch Andy. Typisch Andy. Ich bin der Schlimmste. Ich bin gut. 100%. Also wenn die mir gleich mit irgendjemand anderes kommen, bei dem Mann, dann könnt ihr mich ganz vergessen. Der Mann, allein diese Stimme, dieses Intro, das war für mich, weiß ich nicht, das war für mich Togo. Der Mann, boah. Ihr seid im Einkaufszentrum und plötzlich kriecht ein Typ in Unterhosen auf euch zu und schreit nach einer Toilette. Ganz schön Aber schräg. 1:1, 1:1, wie geil. Stellt euch mal vor, ihr wärt dieser Typ. Mal ganz ehrlich, Leute, ich hatte ganz bestimmt nicht vor, literweise Traubensaft zu trinken, meine Hose zu verlieren und kriechend nach einer Toilette zu suchen. Aber ich will ja nicht vorgreifen. Typisch Andy. Punkt. Und Typisch Andy. Typisch Andy. Wow. Wo ist das? aber ich, ganz ehrlich, ne, ich hatte direkt gesagt, wo bin ich hier? Taylor-Stimme? Wahnsinn. Sprichst du auch Ashton Kutscher? Ja. Stimmt. Stimmt. Wie gut. Und Franco. Ja. Ja, aber wen sprichst du als Zeichen? Junge, der findet alle anderen heraus, aber nicht die Zeichentrickfigur. Ist das geil. Ist das typisch Andy? Wow, 100%. Meinst du? 100%. 100%. Stark. Aber der fängt ja immer an, irgendwas zu erzählen. Der macht auch immer nur Faxen und irgendein Spray. Das klingt so So nach... geil, ey. So eine coole Ich fühle Serie. mich gerade wieder wie 6. Die hat so Spaß gemacht zu gucken damals. Klar, dieser Zeichen, also diese Art von Zeichnung so war halt von früher. So fand ich auch irgendwie früher geiler, auch gerade im Anime, so dieses wirkliche krasse. Also es wird ja viel kindischer heutzutage, ne? Alles wird so ein bisschen, alles wird so viel smoother. Es wird überall so ein bisschen drauf geachtet, so diese Härte und dieses Krasse, finde ich, hast du bei den Animes zum Beispiel gar nicht mehr. Aber da war ja wirklich, also das war wirklich Zeichentrick. Wie das gemalt wurde und so, das war, weiß ich nicht, das wird für mich immer Kindheit bleiben. Boah! Oh nein, die guten Zeiten kommen gerade wieder zurück. Typisch Andy, typisch Andy. Ja, klar, da brauche ich nichts mehr hören. Die kommen mir bekannt vor. Ich meine, ich hatte die schon mal irgendwo gesehen. Coole Schuhe. Mir ist bewusst geworden, dass wir eine ganze Menge von unseren Ahnen lernen sollten. Ach du Scheiße, ist das eine schöne Stimme. Aber wer ist es? Also eigentlich könnte ich weiterhören, natürlich, aber diese Stimme kommt mir so bekannt vor. Ahnen. Ja, wir weiter. Trotzdem müssen wir unseren eigenen Weg gehen.
Boah. Und genau aus diesem Grund habe ich beschlossen, die Tore offen zu lassen. Bin ich auf einmal bei... Ne, das kann so nicht sein. Kannst du das sein? Stranger Things? Tore offen lassen? Gut, ne. Oh mein Gott, Tore offen lassen. Wartet. Tore offen lassen. Da gibt's nur Avatar, was mir direkt einschießt. Aang kann es natürlich nicht sein. Katara hat dann mit nichts zu tun. Also muss es Korra sein. Korra? Dann nimmt die sogar die neuen Sachen auch mit? Geil. Es müsste Korra sein. Also ich dachte jetzt irgendwie bei den Tore offen lassen an Anna von Frozen, aber es kann ja nicht sein. Wir sind ja hier nicht bei Disney, ne? Bei Disney, nein. Ich weiß wieder, wen sie woanders spricht, aber ich weiß nicht. Wen spricht denn woanders? Hast du schon mal American Horror Story gesprochen? Darf ich das sagen? Natürlich hast du. Natürlich! Was fragst du die anderen? Oh mein Gott, welche Tore wurden offen gelassen? Wir müssen von unseren Ahnen lernen. Ist das Korra? Der Mann, ne, der catcht mich so hart. Ich meine, klar, Hussein rasiert gerade auch sehr gut, aber ich finde halt immer seine Euphorie halt so cool. So wie er sich immer freut. Aber wie ihm das auch immer richtig schnell einfällt. Korra! Das ist Korra! Hast du gesagt? Geisterwelt? Was soll das denn sein? Geisterwelt? Mona der Vampir? Nee. Also wir wollen noch mal 6 Minuten oder 5 Minuten zurückgehen, ja? Wahlwanne? 100%. Boah, weiß ich jetzt nicht. Ich wollte sie um Hilfe bitten, aber es klappt nicht. Sie sind verschwunden und ich bin ganz allein. Die Stimme Ist kommt alles aber von verloren, irgendwas weil ich anderes die Tore noch. zur Geisterwelt offen gelassen habe? Ja. Von irgendwas Es macht mir anderes noch. Angst. Ich Irgendwas habe die anderes noch. Macht und all diese Menschen verlassen sich auf mich. Aber meistens weiß ich gar nicht, was ich gerade tun soll. Ich habe das Gefühl, ich müsste weiser sein. Ja, Korra. Mein Herz. Das musst du wirklich. Das Korra, weil sie hat die Tore zur... Das sind die Tore zur Geisterwelt. Ich sterbe gerade. Es ist gerade. Maybe Avatar. Die Schwester. Die Schwester. Nein. Die Mutter, also die Tochter, okay. Die Schwester, nein. Ja. Du weißt es. Korra. Sie ist Korra. Ich lasse die Tore offen, da hätte man es eigentlich schon wissen. Sie hat die Tore offen gelassen zur Geisterwelt zum ersten Mal. Und dann haben Geister und Menschen zusammengelebt. Lief aber nicht so gut, leider. Wie der das erklärt, ey. Aber wahrscheinlich hätte sie weiser sein müssen. Fertig. Sehen wir zu, Korra. Das ist der Wirkstoff, der dazu führt. Warte. Bro, wo kommt die Stimme denn jetzt her? Wow. Ich finde das so faszinierend, immer diese ganzen Synchronsprecher. Du kennst die eigentlich nur immer mit ganz anderen Gesichtern. Irgendwie Zeichentrick, Anime. Vielleicht irgendwelche krassen Schauspieler. Und dann siehst du die halt und denkst dir so, Junge, wow. Fertig. Was? Sehen wir zu, Korra. Das ist der Wirkstoff, der dazu führt, dass Jungen Mädchen mögen. Wenn ein Junge das Zeug einatmet, verliebt er sich in das erste Mädchen, das er sieht. Buttercup. Checkst du? Guter Call. Geh ich mit. Aber die hat auch was anderes gesprochen. Checkst du? Ich finde halt auch geil, immer diese Reaktion von denen, die da sitzen, ne? Von den Synchronsprecher. Hier, von ihr. Saugeil. Du achtest da ja gar nicht drauf, aber. Buttercup. Ja. Checkst du? Finde ich so cool. Das kommt mir sehr bekannt vor, aber der Kontext. Ich sag euch, was einleuchtend ist. Sie sind ein alter Bootjockey mit einem verwässerten Gehirn und ich sag Ihnen noch was. Diese Reise ist vorbei. Es sei denn, mir kann in den nächsten 10 Sekunden jemand erklären, wie dieses riesige Reptilienmonster in einem künstlichen Süßwasser-Ökosystem existieren kann. Dieses Growl in der Stimme, das ist crazy. Das ist So cool, ey. So cool. Aber das ist so Wahnsinn, ne? Also, ich muss ja sagen, Nickelodeon und Togo war ja wirklich meine Kindheit. Und
Wahrscheinlich reißt dann auch gerade so viele Sachen wieder auf, wenn ich die ganzen, wenn ich nachher wieder höre, wen die alles wirklich gesprochen haben. Aber diese Stimme halt alleine zu hören, das ist so befriedigend irgendwie gerade. Jetzt kommt mir, also die Stimme hat jetzt Klick gemacht, aber I don't know. Klingt frech. Die Ja, Stimme die ist klingt frech, die ist sehr frech. Ja, aber wer ist denn frech? Jimmy Neutron. Ja? Ja. Ne. Ich weiß nicht. Ne. Wir haben euch eiskalt in den Boden gestampft. Diese schlimme Schmach werdet ihr bis ans Ende eurer Tage nicht mehr vergessen. Das hat echt Spaß gemacht. Oh, wie gesagt, ich liebe das, ey. Ist das Toff? Warte, was? Das hat echt Spaß. Bis ans Ende eurer Tage nicht mehr vergessen. Das hat echt Spaß gemacht. Ist das Toff? Ja gut, das ist halt wieder dieses mit dem Alter, Mann. Ist das Toff? Nein. Oder? Momo? Momo? Also die Stimme kenne ich 100%, die ist auch drin, aber Ich glaube, das ist die böse Schwester von Zuko. Azula! Alter. Junge, wie gut sind die, hä? Oh mein Gott, das ist Azula! Wow. Schwein gleich. Das ist Azula. Das ist Azula. Streng doch mal dein Hirn an. Ich wollte gerade sagen, du hast nämlich dieses Verrückte von Toff damit. Wow. Ich weiß sogar, glaube ich, die Szene, ja. Okay. Ja. Wollt ihr noch eine zweite Line dazu hören? Bitte. Gut, meinetwegen. Heute ist Alleine, wie sie sich da auch hinstellt, ne? So, das ist auch immer so cool an Synchronsprechern, wie die sich einfach da hinstellen und einfach sich 1:1 da reinversetzen. Das ist so cool. besonderer Tag, da werde ich gnädig sein. Du bist verbannt. Verlasse diesen Palast auf der Stelle. Was glotzt ihr mich so an? Ich habe 2 Füße, die noch gewaschen werden müssen. Und wascht auch gründlich zwischen den Zähnen. Ich will mir den ersten Tag als Feuerlord nicht durch schlechte Fußhygiene verderben lassen. Wow. Normal, dass sie das nicht will. Safe Azula. Und das hat sie zu ihren Omas oder so gesagt, die gerade ihre Füße so... Ich will direkt die Füße waschen. Einen kleinen Hint gab es da gerade. ja, der Feuerlord. Der Feuerlord. Feuerlord. Weiß nicht, Ich weiß es nicht. Sorry, ich weiß es Lass nicht. los, Malmann, lass los. Das ist die Folge Zosins Komet, ich glaube Teil 1. Da, wo die im Palast sind und sie gerade an einem Kirschkern fast erstickt ist. Wie oft hast du Avatar geguckt? Einmal zu oft. Also ich gucke das mindestens 3-4 Mal im Jahr. Nein. Oh, er ist so wie ich mit Herr der Ringe. Das ist ja wahnsinnig. Aber gut, ne, manche Sachen, die kannst du einfach nur jedes Jahr wieder gucken. Die musst du jedes Jahr wieder gucken. Auch wenn du weißt, was passieren wird. Auch wenn du gefühlt alles mitsprechen kannst. Es ist einfach so geil, irgendwie diese ganzen Feelings von damals wieder hochkommen zu lassen. Oder einfach, ne, so das ist einfach so geil. Bei mir ist das bei Herr der Ringe so. Ich kann mir das jedes Jahr wieder aufs Neue bestimmt 3-mal angucken. Aber ich liebe das einfach. Also ständig. Ich muss. Krass. Einfach Azula spricht mit mir. So, jetzt dreht euch mal bitte in die Richtung um. Da, in die Richtung, genau. Ah. Alleine an dem Gang habe ich mir schon gedacht, okay, kleiner Mann, wen kennst du, wer klein ist und Synchronsprecher ist. Aber alleine dieses fucking Räuspern, du weißt direkt, es ist Schwankopf. Das ist der kleine Mann mit dieser coolen Mütze. Das ist, ich finde das auch geil, der hat auch so ein krasses Auftreten. SpongeBob. F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. N steht für endlich, haben wir mal Spaß, ganz friedlich und freundschaftlich.
Das ist so verrückt, dass da so erwachsene Menschen stehen, ne? Und sich darüber kaputt lachen und sich darüber freuen. Das ist so geil. Das ist doch der Spongy. Spongy! Hi. Hallo SpongeBob. Ich will dich umarmen. Hallo. Dankeschön. Oh mein Ja, Gott. gut, aber da hätte jeder gewusst. Das ist halt, wie gesagt, ne? Da hätte jeder gewusst, dass er es ist. Alleine vom Aussehen her schon. Wirklich, einfach danke. Was sagen wir jetzt? Auch so cool, ne? Der hat auch so viele coole Charaktere hochgesprochen. Vegeta damals. Auch so, Das ist SpongeBob. das ist wahnsinnig. Ein Kunde hat eine mittlere Cola bestellt und ich habe ihm eine große gegeben. Eine große Cola. Ich habe den guten Namen der großen Krabbe beschmutzt, 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 beschmutzt. Seife. Was ist Seife? Mann, diese Stimme ist so wahnsinnig, ey. Boah. Heute Party. Machst du heute Party, Deria? Ich mach heute Party. Machst du heute Party, Momo? SpongeBob said my name, ja. Wirklich, ich habe mit 9, das weiß ich noch, bei den Nachbarn das erste Mal SpongeBob geguckt. Das ist jetzt 21 Jahre her und seitdem war ich so obsessed damit. Das ist unfassbar. Ich glaube, das ist aber so normal gewesen. SpongeBob war irgendwie... Jeder kennt SpongeBob gefühlt. Dieser kleine, komische Kümmisch-Wappen, der nur Scheiße da gemacht hat. Und wo du nichts gelernt hast. Meine Mutter hat immer gesagt, natürlich immer beim Fernsehen gucken, du verblödest dabei. Aber bei SpongeBob hat sie gesagt, da wirst du richtig verrückt bei. Und wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, immer am Wochenende bei hieß es damals schon Nickelodeon oder war das da noch Nick? Weil das wurde ja auch irgendwie umgeändert. Da gab es immer diese Wochenenden und die kamen verdammt oft irgendwann, wo du nur SpongeBob hattest. Die ganze Zeit, du konntest da gefühlt nur SpongeBob. Das war so geil. Das habe ich mir so reingebrettert. Morgens 6 Uhr, ich war sowieso früh Aufsteher. Rein da. Mann, ey. War das auch schon Ewigkeiten her, ey. Aber ich bestimmt 6, 7, wo ich das erste Mal SpongeBob geguckt habe? Oder war ich da auch 8? Also auch um die 20 Jahre her. Wahnsinn. Und der hampelt immer noch darum. Und du hörst immer noch diese Stimme. Und es gibt immer noch neue Folgen. Das ist Wahnsinn. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Dankeschön. Ich weiß nicht, was sagen. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön ist nicht genug. Bis Mann. gleich. Emotionale Achterfahrt hier so. Seid ihr gerade Aufnahmen? Achterfahrt. Ich bin gerade aufgelöst. Mein Name ist Katrin Fröhlich und ich bin Shigo. Wahnsinnig. Natürlich. Jetzt bin ich aber gespannt, wen die noch spricht. Weil die Stimme kommt mir von was anderem bekannt vor. Sprichst du noch so irgendeine Lehrerin oder so? Ja, ich habe mal eine Lehrerin gesprochen, also Cameron Diaz. Ich wollte gerade sagen, Bad Teacher, ja? Ich hab's gerade rausgehört. Anscheinend im November kommt ihr neuer Film raus. Sprichst du für sie? Ich wurde noch nicht gefragt, man weiß ja nie. Nein, doch, wahrscheinlich. Ich gehe schon davon aus, sonst wandere ich aus. Ja, normal. ich komme mit. Wen sprichst du noch? Oleg, er hat mich betrogen. Ich bin so sauer. Ich muss was zerstören, aber alles oben in meiner Wohnung ist einfach viel zu schön. Also mach deine Liste, Mädchen. Jetzt geht es mir besser. Ehrlich, okay, gut. Du sprichst die auch? Zum Beispiel den unglaublichen Elastigirl. Die Mama. Die Mama. Ich wusste es. Irgendwoher kenne ich die. Die Unglaublichen damals auch so oft geguckt. Boah, stimmt, Elastigirl. Stimmt. Genau. Sie ist auch die Stimme von Corby. Corby? Blonden. Den habe ich ja so gesprochen. Ich will unbedingt zum... Nein. 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 Das kann nicht wahr sein, nein. Ey, alles hätte jetzt vieles hätte jetzt kommen können, aber doch nicht Corby, Mann. Oder die scheiß Anfangsfolgen, die habe ich so oft geguckt, weil die im deutschen Fernsehen nie was anderes gefühlt gezeigt haben. Und gefühlt immer von vorne wieder angefangen haben. Oh, fuck, Corby, geil, Alter. Marine, Mensch, Raffi, da kann man doch nicht
den Zoo da jetzt rausholen. Ich find's Hammer. Boah. Hammer. Wow. So cool. Macht die Animation mehr Spaß oder? Nee, also das kann ich nicht sagen, weil... Boah, was eine geile... Momo! Junge, was eine geile Frage. Das ist eine geile Frage. Macht die Animation mehr Spaß oder Dingens? Oder so Real-Life-Shit? Boah. Ich glaube Animation, aber da ist, glaube ich, also jetzt so als Außenstehender, weil du hast ja bei den Real-Life-Sachen hast du ja wirklich du hast ja wirklich vorgegeben, ne, wie die aussehen. Du siehst es ja 1:1. So. Bei Animation hast du das natürlich auch, aber ich finde, wenn du da die japanischen oder chinesischen Synchronsprecher hörst, die ballern da nochmal so viel krasse Emotionen rein, nur durch ihre Stimme, was du im Ganzen gar nicht siehst. Und ich glaube, das ist um Weiten schwieriger. Vielleicht aber auch geiler, kann aber auch nach hinten losgehen wiederum, wenn du halt diese Emotionen nicht triffst, die halt durch das Gesagte halt kommen sollten, sag ich mal. Ich glaube, das ist verdammt schwieriger. So, aber es ist ja zum Beispiel, ne, da muss ich immer an Itachi denken, so, es ist dieses, also, weiß ich nicht. So, Itachi, sein Ausdruck war ja immer so dieses Kalte und so. Und wenn du dir den eigentlich genau angeguckt hast, dieses krasse, nachdenkliche Genie und so, natürlich, wenn du den ein bisschen länger verfolgt hast, ne, und seine ganze Geschichte kennenlernst und, natürlich, dann erkennst du den da drin. Aber wenn du den das erste Mal siehst, das ist wahnsinnig. Aber diese Stimme hat das einfach so gut hingekriegt. Also, Wahnsinn. Geile Frage, ey. Mir geht es immer um die Rollen. Es ist ein Radiergummi oder ein Faxgerät. Dann letztendlich sind es auch nur Menschen. Wie hat mein Bruder so schön gesagt, man muss sich so eine Rolle anziehen wie ein Mantel und da reinschlüpfen und... Rede. Wirklich. Das ist aber auch wirklich so. Du musst eins mit der Person werden. So, weil sonst, ne, ich finde, das merkst du nicht bei manchen Synchronsprechern so, dass sie irgendwann halt das irgendwie zu alltäglich nehmen oder so. Oder keine Ahnung, ob sie noch nicht so weit waren oder ob sie doch nicht vielleicht richtig für den Job sind. Das ist jetzt sehr extrem gesagt. Ne, aber wenn du diese Emotionen halt nicht reinbringen kannst und so, dann, weiß ich nicht. Dann kannst du halt dich nicht zu sehr oder kannst dich nicht perfekt da hineinversetzen. Und das finde ich verdammt schade, weil es vieles kaputt machen kann. Gesagt, man muss sich so eine Rolle anziehen wie ein Mantel und da reinschlüpfen und... Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ich bin Vicky Kalaitzi und ich bin die Blonde. Aber wie heißt die Blonde? Ist sie blonde? Krass. Ja, das ist es. Die Stella, genau. Stella. Klar hieß sie Stella. Aber krass, sie war so euphorisch und so? Wahnsinnig. Wahnsinn. Also, wie gesagt, viel geguckt, aber hätte ich nie erraten. Aber dieser Soundtrack, alleine wieder losgeht. Die Stella, genau. Stella. Klar hieß sie Stella. Ja, Das ist war auch ein geiler tatsächlich Track. meine erste Rolle, also die ich überhaupt... Freut mich, für Momo. Ich freue mich auch sehr. Ihr seid so bezaubernd. Ich habe mich gerade so amüsiert und hatte echt Gänsehaut, wie ihr reagiert auf die Sprecher, auf die Rollen. Ganz toll, ganz schön. Ja, ihr habt unsere Kindheit. Ich glaube auch, viele freuen sich über solche Formate, ne? Es ist, glaube ich, nicht nur für die, dass sie einfach da hingehen und sagen, ja, okay, komm, ne, ich zeig mich mal, sondern dann zu sehen, wie die ganzen Leute da reagieren, auch wenn die auf Conventions gehen oder sowas, ne? Also auf diese ganzen Veranstaltungen, wo diese Fans da halt mal hinkommen und dann wirklich sie mal sehen und hören und so. Ich glaube, dann wird denen erstmal klar, was die halt für einen Input hatten oder haben. Weil, Bro, sonst, ne, was machen die denn? Die stehen auf, gehen in diesen Synchronstudio, gehen wieder zurück, fertig. Und am Ende siehst du einfach nur irgendwen anderes mit der Stimme von denen. So, aber dann wirklich sehen, wie die sich darüber freuen, dass es ihre Stimme ist. Ich glaube, das ist schon cool.
Oh, das ist schon sehr geil. Ihr alle mit euren Stimmen allein, das ist schon... Das ist einem ja eigentlich meistens nicht so bewusst, ne? Dann hat man ja mal was Gutes getan, so ansatzweise. Ja. Ich muss sagen, sie hat eine einzigartige Stimmfarbe. Checkst du, das ist wirklich eine wunderschöne Stimmfarbe, die du Oh, hast. Momo, Stella. ich liebe dich. Dankeschön. Hallo, ich bin Marcel Collet und tatsächlich Andy. Hi, Andy. Andy. Geil. Typisch Typisch Andy. Das war ein Riesenerfolg, oder? Wow. Ja, also nicht, dass ich das damals bemerkt hätte. Tatsächlich erst so in den letzten Jahren immer mehr Zuspruch dazu bekommen. Ah, weil Was? die Millennials die Kindheit vermissen. Ich hatte es auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Also bis dann Ja, aber aber gut, das ist halt, ich finde, da merkst du halt diesen Unterschied von Streaming und Fernsehen halt, ne? Ich glaube, dass das, dadurch, dass du dieses Streaming hast, merkst du halt wirklich diesen krassen Unterschied. Klar, wenn der Fernseher angeht, dann gehen die Zahlen auch hoch, aber die Streaming ist ja wirklich, okay, die suchen da wirklich nach, auch wenn es nur Kurzclips sind. Ich glaube, das ist nochmal viel, viel krasser für die ganze Branche. jetzt auch die Anfrage von den Datteltätern kam. Ja. Dass du beziehungsweise- Andy gesprochen hast? Ja, dass das für irgendjemanden interessant sein könnte. Ey, natürlich. Ich könnte den ganzen Intro-Song jetzt, hey, ich heiße Andy und falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin der den König der Streiche nennt. Das fing ganz harmlos an, aber dann... War für mich kein geiler Rap. Und dann musste ich das aber so machen und ich fand es irgendwie nicht cool. Oh Mann, es war so cool. Machst du Das war eines mit der geilsten Intros. Hey, Junge, was redest du? Noch Synchro? Ja. Hab nie was Vernünftiges gelernt, bin immer dabei geblieben. Du hast Was ein geiler Dude, ey. Ich hab nie was Vernünftiges gelernt. Bruder, Junge, du redest synchron, du bist Synchronsprecher. Was für dich geil gelernt. Das ist doch mit das Geilste überhaupt. Du verleihst irgendwelchen geilen Fickern deine Stimme. Ob es irgendwie eine wunderschöne blonde Fee ist, ob es ein Dude ist mit seinen komischen Mittelscheide und seiner dicken Brille, ob es ein Streichespieler ist oder ob es nachher irgendwie ein Schöling ist in einer Reality-Show. Bro. Junge, was für die. Also, ich bin ganz ehrlich, ne? Synchronsprecher ist doch mit. Ich finde, das ist so geil, Synchronsprecher. So diese Euphorie, wie die das hinkriegen und. Das musst du auch erstmal lernen und so. Oder mach dich mal nicht kleiner, als du bist. versucht, mich für dumm zu verkaufen. Ich drehe keine krummen Dinger mehr. Nicht mal für dich. Für niemanden. Komm morgen früh zu mir ins Büro und zwing mich ja nicht, dich zu holen. Und noch etwas, Baby. Das Hühnchen war zu trocken. Total. Staubtrocken. Das Hühnchen war zu trocken. Ich kenne das. Ich kenne die Stelle. Das ist dieser Warte, sag nicht. Detektiv, der mit den Brillen. Ja! Wie heißt der? Fillmore. Fillmore oder Gilmore? Fillmore. Fillmore. Junge, der hat einfach Kindheit. Der hat Kindheit. Der hat meine Kindheit. Den konnte ich Oh mich kaum erinnern. Gott. Junge, was? Das Schlimme ist, als Kind ist mir das sogar aufgefallen, dass die beiden die ähnlichen oder die gleichen Stimmen haben. Weil die Stimme vom Fillmore ist ja so ein bisschen dunkel. Ist jetzt scheiße gesagt, aber es ist ja so ein bisschen dunkler. Oh, Fillmore, stimmt. Junge, Fillmore und Andy. Junge, der hat einfach Fillmore und Andy gesprochen, wie cool. Dann bis die damit kamen. Yo, 148369, der Mann aus Albuquerque. Was geht, Biatch? Sprich nach dem Ton. Breaking Bad. Ich bin der König hier und Könige sind wichtiger als Prinzen. King Bob. King Bob. Bro, macht mich fertig, ey. Bob auch. Ey Mann, wo ist mein Auto? Aus dem Film, ey Mann, wo ist mein Auto? Ey, Ja, und Mann, den wo ist Typen mein hab ich dann Auto? auch ein bisschen öfter gesprochen. Aber nicht echt. So ein geiler Film. Ganz ehrlich, scheißegal wie alt ihr seid. Ey Mann, wo ist mein Auto? Müsst ihr euch geben. Der Film ist so cool. Also Ey Mann, echt wo ein ist mein Kunststück. Auto? Ach ja, krass. Hey, du hattest ja viele coole Oh, den Rollen. werde ich mir gleich noch so reinziehen, 100 Pro. Hey Mann, wo ist mein Auto? Das ist so ein geiles Ding. Boah. Sag mal. Und das war alles Andy? Du bist der Beste. Ich finde das Sag verrückt. sowas nicht. Also wie Ihr seid gesagt, auch alle- wie gesagt, es ist wirklich dieses verrückte,
Wenn du dann hörst, wen die alles zusammen sprechen. Das ist wahnsinnig. Und du merkst es ja gefühlt. Oft merkst du das, also ich habe das jetzt, ne? Erst wo ich älter bin, fast 30. Okay, immer mehr auch wieder älter als ich bin, aber, ne? Je älter du wirst, desto mehr hörst du hin, desto mehr checkst du das. Das ist verrückt. Auch bei den ganzen Animes, du merkst, wie jede Stimme irgendwo wiederkommt. Das ist Wahnsinn. Alle toll. Ich bin Luisa Rede mal. Zorek und ich habe in dem Fall Avatar Korra gesprochen. Ey, bitte. Ich will die anderen gar nicht irgendwie downgraden oder so, ne? Aber ihre Stimme ist wow. Du bist der Beste. Alleine wenn die sowas so nicht. jetzt redet. Also das ist wunderschön. Ihr seid auch alle toll. Ich bin Luisa Zorek und ich habe in dem Fall Avatar Korra gesprochen. Korra. Das kann aber auch, also das kann auch so, das hört sich auch so an wie so eine richtig schöne, wie heißt das? Leserstimme? Nein, so diese gute Nacht-Dingens-Stimme. So richtig sanft, beruhigend. Boah! Ja. Wow! Ist es ein Scheiß? Ich komm nicht klar, Mann! Sie ist der Avatar. Korra. Sorry, sag mir auch irgendwie was. Also du warst dir sehr sicher. Wirklich, es kann niemand anderes sein. Einfach Korra steht vor uns. Sei ehrlich, warst du manchmal frustriert wegen Korra? Nee, ich fand das total schön, weil sie so, also sie wächst ja extrem in diese Rolle rein und diese Kämpfe, also ich kann es so nachvollziehen. Sie ist sehr menschlich geschrieben worden, also so richtig so mit allen Ecken und Kanten. Dimension. Ich liebe Korra. Modern Family vielleicht. Warte. Das müssten die eigentlich auch machen. Jedes Mal so, okay. Einfach die Serie sagen. Einfach eine Serie sagen und ob sie dann darauf kommen, weil das finde ich auch sehr geil. Hailey! Habe ich nicht gesehen, aber nur ein paar Clips gesehen. Crazy! Mom, müssen wir das wirklich machen? Du fragst mich, ob ich getrunken habe, ich sag nein. Und wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Mama, geh noch in die Welt. Die hat Gon gesprochen. Nein. Nein? Hat die Gon gesprochen? Also wenn die so spricht, Mich, ob ich getrunken habe, ich sag nein. was jetzt als nächstes kommt, hört die sich an wie Gon von Hunter x Hunter. Nein. Und wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Mama, geh noch in die Wildnis. Mutter Erde wird uns nähren. Wir brauchen sein Essen nicht. Iki und Nilo. Iki und Nilo. Lol. Unsere Feinde sind die Teufel von der Insel, die den Frieden auf der Welt bedrohen. Natürlich. Attack on Titan. Wow. Das ist gar nicht. Das ist das Schlimme. Ich bleibe einfach bei einer Serie hängen und denke mir so, ja, okay, gut, Bro, es ist Gabi. Junge, da musste die auch so krass durchdrehen. Wahnsinn. Gabi ist auch so ein krass geschriebener Charakter, finde ich. Iki und Nilo. Unsere Feinde sind die Teufel von der Insel, die den Boah, was für eine Stimme. Ich komm nicht klar. Ehrlich nicht, ich komm nicht Frieden klar. auf der Welt bedrohen. Natürlich. Attack on Titan. Wow. Ich bin 12 und habe ein Schwein. Willst du mich heiraten? 12? It's Gravity Falls. Gravity Mabel. Da habt ihr Wahnsinn, was die alle für Stimmen sprechen und wie viele. Wow. Aber, Bro, man muss aber auch sagen, ne, wie die ihre Stimmen verstellen. Auch wenn es nur ein kleinen Tick ist, genau wie bei Andy und Fillmore, reicht ja schon. Das ist Wahnsinn. Buttercup gesagt von Powerpuff Girls. Ich bin Ilona Otto und meine Zitate waren aber nicht von Buttercup. Aber du bist Buttercup. Ja. Denk nach. Jimmy. Gedankenblitz. Jimmy. Die ist wirklich Jimmy Neutron, ich kann nicht mehr. Nein! Was? Das ist aber auch das Schlimmste überhaupt. Also nicht schlecht gemeint, sondern wirklich so. Das hebt den Schwierigkeitsgrad bis ins Ermessliche, finde ich.
So, wenn dann diese männlichen Charaktere, oder ne, diese männlichen Charaktere kommen und da eine Frau gesprochen hat, genauso wie andersrum. Wenn ein Mann mit seiner jüngeren Stimme oder mit seiner tiefen, verstellten Stimme, hohen, verstellten Stimme, so, eine Frau redet. Bro. Wow. Was? Jimmy Neutron! Denk nach, denk nach! Jimmy! Gedankenblitz! Boah, ich kann nicht mehr. Also das zerreißt mir gerade mein Herz, ne? Also Real Talk, das zerreißt mir gerade so mein Herz. Wow. Boah, hab ich die Serie viel geguckt, ey. Also es gab gefühlt nur eine, wenn ich so drüber nachdenke, gab es eine Handvoll wirkliche, also, ne, Zeichentrick. Ich zähle jetzt diese ganzen Sachen nicht zu Anime dazu, einfach mal jetzt so. Jimmy Neutron? Wenn Elfen helfen. SpongeBob? Dora? Aber ja auch noch ganz klein. Gepaart mit Diego. Wer Diego auch noch kennt, auch cool. Wings? Ja, Andy. Fillmore. Ja doch, das ist mehr als aber. Boah. Das holt mich jetzt gerade. Also. Wow. Jimmy Neutron. Wow. Das war Jimmy Neutron. Oh mein Gott. Opfer. Rede. Wo ist die Rede? Opfer. Ich doch auch, Mann. Was für ein Ich doch auch. Opfer. Wie alt warst du da? Na, wir haben angefangen vor 22 Jahren. Das ist so verrückt, ey. Aber was erwartest du, hä? Jimmy Neutron lief genau zur gleichen Zeit wie SpongeBob und so. Gefühl kam SpongeBob sogar später. Also Im war ich so deutschen ungefähr Fernsehen. Anfang 20. Pi mal Daumen. Wow. Wie alt bist du? Nee, das fragt man nicht. Mitte 40? Nein! Ist das asozial. Also, Frauen haben so gute Gene. Meine Fresse, ey. Ich habe zum Beispiel bei Digimon TK gesprochen. Oh mein Einer muss mich gleich wiederbeleben. Irgendeiner muss mich hier gleich wiederbeleben. Ey, ich glaube, ich muss gleich jemand schreiben, ey. Du Kacke, TK! Das war immer ganz geil, weil ich dann in der U-Bahn saß und die Kiddies alle mit den Figuren gespielt haben. Und ich dachte mir Ich so, hatte auch so einen ich Teil. bin das, aber ihr wisst es nicht. Wirst du mich Das wäre so cool. Stell dir das mal vor, du sitzt in einem Bus, die ganzen Kinder um dich herum, ne, spielen ihren Shit da oder gucken sich das an und du sitzt daneben und sagst einfach irgendwas, ne, mit der Stimme. Ich glaube, die Kinder würden nicht klarkommen. Wahnsinnig! Die hat TK gesprochen. Geil. jemals um ein Date bitten? Du flirtest mit mir. Du tust so, als würdest du mich mögen. So, Vanessa, jetzt sind wir aber alle gespannt. Du hast es. Tust das, aber ihr wisst es nicht. Wirst du mich jemals um ein Date bitten? Du flirtest mit mir. Du tust so, als würdest du mich mögen. So, Vanessa, jetzt sind wir aber alle gespannt. Du hast es geguckt und sehr oft. Hab ich? Ja. Mom, bringst du mir von Luke einen Kaffee mit? Okay, Rory von Gilmore Girls. Du sprichst Barbie? Also ist irgendwie ein bisschen scheiße, dass ich so reacte oder reagiere als Typ, ne? Aber gut, ne? Manchmal musste man als kleiner Junge auch mal Barbie gucken. Was willst du denn machen? Mann, das ging halt nicht anders, wenn nichts anderes lief. Ja, also in den Zeichentrick-Animationsfilmen. Aber die neuen, ja. Ich wollte gerade sagen. Hallo, ich bin's, Barbie. Wollt ihr mit mir spielen? Diese Stimme war auch... Warum ist das so... Also, warum haben die alle so krasse und viele Rollen? Wahnsinn. Ich meine, klar, wenn du eine gute Stimme hast, ne, kannst du die mehrmals einsetzen und so, ne? Aber es ist so krass, dass die so viele krasse Stimmen Auf der haben. Barbie-Webpage, wo es diese Spiele gab. Und wenn ihr das Spiel spielen wollt, dann müsst ihr auf der Fernbedienung diese Taste drücken. Und am besten fragt ihr vorher noch einen Erwachsenen um Hilfe.
Wir sind hier umgeben von Helden. Aber ihr kennt auch einfach so krass viel. Ich denke die ganze Zeit so, ich habe wahrscheinlich nie Fernsehen geguckt, weil ihr kennt irgendwie alles. Wir waren auch mal draußen. Aber das ist halt, aber da merkt man halt so, ne, das ist halt so diese nächste Generation. So, wir wachsen halt damit auf so. Und es ist ja nicht so, dass du dir alles in eins angucken kannst. So, Fernsehen war ja damals wirklich, okay, du hast 20 Minuten das, dann 20 Minuten das, dann 20 Minuten das. Natürlich die gescheite Dreckswerbung da einmal zwischen. Die aber eigentlich wohl ganz cool war, wenn ihr überlegt, die Bravo und so Pukito und so, die ganzen Werbedinger, die da waren eigentlich schon cool. Im Gegensatz zu was du heute so siehst. Aber, ey, man muss ja wirklich sagen, so, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, ich war sehr viel draußen. Meine Mutter hat sich eigentlich fast mehr gefreut, wenn ich mal endlich zu Hause war und mich vor dem Fernseher gesetzt habe. Aber es war ja einfach so, du bist von der Schule nach Hause du warst Speedy Gonzales. Mann, du warst schneller als der Flash gefühlt. Schnell nach Hause, Tornister irgendwo hingeschmissen, schnell das geile Essen von Mama reingeballert, da hast du erstmal noch einen drüber gekriegt, ess nicht so viel, ess nicht so schnell, das kriegst du Magenschmerzen, ja, egal. Und dann ganz schnell an den Fernseher und dann fingen die ganzen Sachen an. Ne, mit Pokémon, Digimon, One Piece, Naruto. Wenn dann da nichts mehr lief, bist du auf Togo oder Nick rübergegangen, SpongeBob, Andy, whatsoever. Dann kam Wochenende. Ich war sowieso immer früh wach. Dora, Diego. Oder das war normal. Aber du hast es trotzdem ordentlich, oder du warst so viel draußen trotzdem, dass es, wenn du so drüber nachdenkst, ist das verrückt. Wie viel, oder wie viel Zeit man da am Tag hatte. Du hast dir die ganzen Serien gegeben und konntest trotzdem rausgehen. Wenn du das heute machst, du guckst die Serien an und du kriegst einfach keinen Stopp rein. So, wenn ich mir irgendwie heute ein Anime anmache, ey, mein ganzer Tag ist im Arsch. Wahnsinn. Wart ihr auch in der Schule? Das auch. Ja, okay. Ich war Natürlich. mal krank. Nicht einmal blau gemacht. Vielleicht mal ein kleines bisschen krank geworden, weil ich keinen Hausaufgaben gemacht habe und dadurch ins Krankenzimmer gegangen. Ein Tipp von mir, macht das nicht. Das ist das Dümmste überhaupt. Macht einfach die scheiß Hausaufgaben oder nimmt den Strich mit. Seid ihr selber schuld? Aber das habe ich früher gemacht. Ich habe nicht einmal blau gemacht. Also dieses von wegen, ja okay, Mama, ich gehe zur Schule und bin dann irgendwo rumgehampelt. Weil das habe ich mich gar nicht getraut. Und auf der anderen Seite, weiß ich nicht. Weil in der Schule war da auch immer war lustig. Ich meine, ich kannte da genug Leute, war lustig. Und man hat ja doch irgendwo was gelernt. Und manchmal auch das, was einen Spaß gemacht hat. Und hat dann Jimmy Neutron geguckt. So, da hattet ihr, achso, sorry. Hallo, ich bin Yvonne Greizke und ich bin die Stimme von Prinzessin Azula. Hallo Yvonne. Hallo. Boah, die hat da so ein richtig krass schönes, breites Lächeln, ne? Wow. Ich liebe das, ne? Wenn Menschen einfach so dieses... Natürlich, die hat jetzt auch ein richtig schönes Lächeln, ne? Muss man ja sagen, so dieses breite. Aber scheißegal, der Junge haut doch einfach raus. Schön lächeln. Ah, ist das die Schwester? Nee. Die Schwester ist... Ihr habt die Avatar geguckt, ja? Ja? 7, vielleicht 17, vielleicht 27 Mal, ich weiß nicht. Ich habe so oft geguckt. Das ist übrigens ein sehr guter Freund von Momo, der vorhin da war. Makes sense. Wir sind unabhängig voneinander Fans. Ja, ist okay. Wirklich Dank, du hast diese diese Klatsche, die sie bekommen hat, am Ende so gut mit der Stimme. Also, wirklich stark. Jede Mal. Danke, wirklich, danke. Das war wirklich so geil, ne? Diese von Azula zu sehen, ihren Switch danach. So erst diese unfassbare, abgehobene Göre, ja, ich werde Feuerlord und dies, das, und nachher richtig eine Klatsche gekriegt. Oh, mega geil. Schreibt euch, danke. Wahnsinn. Du siehst ganz verändert aus. Aber gut verändert. Und dieser Palast ist atemberaubend schön. Anna! Ja, Wow. cool! Oh, das ist ja krass. Hättest du gedacht, dass es so ein Erfolg wird? Nein, Hätte ich auch nicht ich gedacht. glaube, keiner hat es gedacht. Nee. Das war Das ist einfach. wirklich der Film der Generation. Das ist, die halt ja, das ist König der Löwen der neuen Generation. Aber da wart ihr doch, wie alt wart ihr denn da? Ist ja, Ich war da schon aus der Schule, glaube ich, ja, raus. deswegen. Aber ich habe es trotzdem geguckt. Trotzdem habe ich es geguckt. Ja. Ich kam halt ins Studio für die Sprachaufnahmen. Ich weiß gar nicht, wie alt war ich denn? Wie alt war ich denn da, als der Shit rausgekommen ist? Ich habe mir das sogar noch nicht mal angeguckt.
natürlich, ne, den Song, den hast du überall gehört, weil auch irgendwelche Mixes da von ihm waren in den Clubs liefen und so. Aber geguckt habe ich das erst später. Ja, erst später. Was? Da war der Gesang schon aufgenommen. Und sie haben mich gar nicht in Betracht gezogen. Und jeder, den ich halt treffe, fragt mich, warum hast du es nicht gesungen? Warum hast du es nicht gesungen? Ich immer so, ja, voll schade. Aber- Ich hätte es voll gerne gesungen. Um ehrlich zu sein, Aber, das ist aber auch meistens so, ne? Was man ja auch jetzt nicht irgendwie vergessen darf, dass diese Gesangsstimmen immer, oder, was heißt immer, ne? Aber sehr oft halt eine andere Stimme sind oder ist als die Sprecherstimme. Aber es ist ja auch so im Originalen, sag ich mal so. Deswegen. Natürlich ist es wahrscheinlich als Sprecher so ein bisschen deprimierend, kann ich mir vorstellen. Gerade wenn du singen kannst. Aber ist okay. die Gesangsstellen auch scheiße, Ja. deswegen, also Ja, klar, jetzt, ne? Momo, hey, hör auf. Hör auf, Momo. Hat hier jemand Blumen gesagt? We don't talk about Bruno. Encanto. Die Schwester. Die Schwester. Da haben wir es. Aber ich freue mich einfach so, oder wir alle freuen uns, glaube ich, wenn wir irgendwie hören, dass Sachen so, dass Menschen oder auch, dass ihr dafür so eine Leidenschaft habt, das ist total schön. Natürlich, Ja, Mann, und- ihr seid unsere Kindheit. Was erwartet ihr, hä? Ihr seid das, also, hä? Ihr seid, weiß ich nicht, wie willst du das mit den Sachen heute vergleichen? Oder dass die das verstehen, so hä? Ihr seid, wir sind mit euch groß geworden. Jeden Tag eure Stimmen zu hören, hat so Spaß gemacht. Und uns auch irgendwie so geleitet zu den vielleicht Idioten, vielleicht auch komischen Vögeln, die wir heute sind. Dass ihr einfach unsere Stimmen kennt, berührt mich auch voll. Ich finde es voll schön. Danke. kann ich schon mal. Ja, bitte. Nicht schlimm. Dankeschön. Das ist so krass, ne? Wie klein der Mann ist, ey. Er ist ein wirklich der Schwamm. Hammer. Hallo, ich stelle mich mal vor, Santiago Ziesmer, Schauspieler, Synchronsprecher. So ein schöner Name, ne? Santiago. Hallo, ich stelle mich mal vor, Santiago Ziesmer, Schauspieler, Synchronsprecher und unter anderem die deutsche Synchronstimme von dem kleinen gelben Unterwasserschwamm. Wer wohnt denn nacheinander das ganz tiefe Meer? Der passt perfekt zu dem. Also es ist ja, du hast es oft, okay, dieses Ernste, diese Bösewichte und, ne, passen so gut zusammen. Aber wie Santiago im Deutschen zu SpongeBob passt, geht gar nicht. Seine Stimme, wie er die verändern kann, alleine sein Auftreten, seine Größe nehme ich jetzt einfach mal mit. Na, aber er ist ja dieses Verrückte, was SpongeBob hat, ist er ja auch. Wenn du ihn mal bei irgendwelchen Auftritten und so siehst, das ist so geil. Du bist ja so ein bisschen Michael Jackson, der Synchronsprecher. Muss ich jetzt tanzen? Ja. Ich finde so krass, dass man auch weiß, wie du aussiehst und wer du bist. Also du bist einfach SpongeBob in Person. Hast du davon die Schnauze voll manchmal oder ist es dir so? Nein, ich finde es wunderbar, weil lange genug war ja unsere Arbeit das sogenannte Dunkelgewerbe. Man kannte die Stimmen, aber die Gesichter dazu nicht. Ja. Das hat sich jetzt dank Social Media auch geändert. Als ich bei dem Aber da kann ich mir aber auch, wie gesagt, ne, ich kann mir vorstellen, dass manche auch sagen, ja, okay, gut, ne, ich mache Synchronsprecher, aber ich will so im Hintergrund bleiben. Weil kann ja auch sein, ne? Casting war und dann nach Hause kam und gefragt wurde, was hast du gesprochen, habe ich gesagt, ich glaube, ich habe einen Käse gesprochen. Mit einer Menge Fantasie kann ich alles sein, was ich will. Seife, Seife. Was ist Seife? Seife, Seife. Was ist Seife? Algengrütze. Algengrütze. Das ist crazy, wirklich. Und welche Rollen sprichst du noch so? Vegeta. Bitte sag Vegeta, bitte sag, dass du Vegeta gesprochen hast. Damals, bevor der richtig geile Vegeta kam. Das muss man wirklich sagen. Also, ja. Ich werde dir mal beibringen, wie man geht, schleicht und redet und denkt wie ein Mann. Also, wir fangen mal mit dem Gang an. War ich das etwa? Warte. Das ist das Schlimme, du hast so viel SpongeBob im Kopf halt. Ich das etwa. Laura, hallo, ihr Winslows. Steve Urkel. Natürlich. Stevie.
Oh mein Ah, lol. Gott! Was? Nicht geguckt, den aber. Shrek-Film, den kleinen Pfefferkuchenmann. Natürlich. Nein! Ja klar, natürlich. Mann, das ist. Also die Stimme ist so. Die brennt sich so ein, aber du hast halt wirklich. Das ist krass. Ich finde Wahnsinn, wie diese eine Rolle alles andere gefühlt abdeckt, weil du nur an den denken musst. Natürlich der Pfefferkuchenmann von Shrek. Ey. Klar. Oder Auch das mit kleine geile Filme. Ferkel aus Winnie Pooh. Piglet. Pooh-Bär, der Wald ist so dunkel und dann kommen die Pfefferlumps. Du liebe Güte! Niemand kann stärker sein als ich, du Wurm. Niemand! Das ist Vegeta, oder? Vegeta? Oh mein Gott. Ah. Aber auch nur, weil ich da vor ein paar Jahren sowas mal wieder gesehen hab. Weil sonst hat Dragon Ball. Ja, in Dragon Ball Z haben die ja geändert, seine Stimme. Ob zum Guten, ob zum Schlechten. Also für mich, gerade mit den Kindheitserinnerungen, er hat es natürlich sehr geil gemacht, aber du brauchtest halt so eine tiefere Stimme und so. Abo. Schon ein bisschen länger her. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wahnsinn. Kann ich dich nochmal umarmen? Dankeschön. An euch alle, ihr seid wundervoll. Ich liebe euch alle. Ich liebe euch am meisten. Ich liebe euch einmal mehr. Du warst echt super. Ja? Total. Aber Also da muss man auch erstmal ernst sein, ne? Malwanne, das war ja wohl große Töne, wa? Deswegen, ich bin immer die Person, die lieber sagt, okay, ich schaffe vielleicht 3-2, lieber ein bisschen tiefer. Wenn du dann nämlich alles zerreißt, ist geiler. Jimmy Neutron war einfach aus meinem Gehirn Dann ist die Fallhöhe nicht so. Ich habe so viel geguckt, Jimmy Neutron. Ich kann die Ich auch. Folgen sagen, bis heute. Ja? Wow. Momo, you did great. Ich habe doch gesagt 100%. Wir laufen noch. Momo ist verrückt. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich gut. Ich wollte früher selber immer Synchronsprecherin werden. Deswegen. Das habe ich immer noch. Also, nee, bei mir kam es ja später. So, wo ich wirklich realisiert habe, ey, wie geil wäre es einfach, ein Tonstudio. Gerade auch, ne, wo das in Social Media immer mehr so jetzt reinkommt oder reingekommen ist, da zu sehen, ne, wie die einfach ihre Stimme irgendwelchen Charakteren verleihen. Wow. Wow. Synchronsprecher sind für mich Helden. Einfach sind geil. das schon so Helden für mich, weil Rede. das schon ziemlich cool ist, was sie alles mit ihrer Stimme machen können. Ich habe mich wieder gefühlt wie ein kleines Kind, Momo, du Mhm. auch? So die Vögel zwitschern, die Sonne geht Momo ist immer noch weg. Momo ist immer noch weg. Der ist total gefangen. Aber cooler Dude. Real Talk, so. Es macht richtig Spaß dann so zu sehen, diese Euphorie, wenn du diese Emotion halt. Ich lieb das ja sowieso zu sehen, aber da nochmal. Ich habe mich wieder gefühlt wie ein kleines Kind, Momo, du auch? So die Vögel zwitschern, die Sonne geht gerade unter, ich sitze vor der Glotze und guck einfach so typisch Andy. Am coolsten fand ich irgendwie, glaube ich, typisch Andy. Wir versuchen nicht immer wieder neu glücklich zu machen. Nee, geht nicht mehr. Ihr habt Azula und Korra und SpongeBob und Chigo. Pfefferkuchenmann. Azula, als sie den Call gegeben hat, dann dachte ich mir, ey, it's happening. Also, weißt du, du hast geschafft. Du hast geschafft. Danke dir. Danke. Hast du sehr gut gemacht. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, Leute. Das war's im Prinzip auch schon. Ich danke euch. Wahnsinn. Achso, willst du mal? Enchantix. Wow. Die haben auch so einen an der Murmel. Ja! Hey, mega geil. Wie gesagt, viele nicht erkannt. Aber, ne, ob es jetzt daran liegt, dass ich das Ewigkeiten schon nicht mehr gesehen habe, wie zum Beispiel Wings, Jimmy Neutron. Früher so viel geguckt, aber irgendwann wirst du ja so alt, dass du das nicht mehr guckst und auch, weil sich das Fernsehen oder diese ganze Branche sich ja geändert hat. Krass. Aber auch, ne, die Stimmen sind ja auch ein bisschen älter geworden. Wahnsinn. Ja, gut. Ey. Ich bin gespannt auf das nächste Ding. Ich hoffe, ihr auch. Dann sehen wir uns da wieder. Ich sehe es hier oben nämlich gerade. Sagt mir, deutsche Synchronstimmen. 27 Videos. Eigentlich habe ich da Bock auf die meisten zu reacten. Weil ich habe mir ein paar auch schon rausgesucht. Aber wir sehen uns ganz sicher
wieder bei der nächsten Nickelodeon und Co. Reaction. Sag ich vielen Dank fürs Zuschauen und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und ciao, ciao.